Heute dürfen wir für euch den Duoton SLS Aero Carve 2.0 vorstellen. Wir haben ihn hier im Test in der Größe 1100. Das bezeichnet die Fläche in Quadratzentimetern. Das Ganze hat einen Wingspan von 83 bei einem Aspektratio von 6,3. Also ist halt wirklich unterer Mitaspektbereich. Und wir sehen, der ist im mittleren Teil ein bisschen tiefer und ist zu den Tipps hin verschlankt. Insgesamt hat der Carve 2.0 auch wie sein Vorgänger eine etwas stärkere Wölbung, hat ein mitteltiefes Profil und eine mittlere Dicke. Hat auch noch ein bisschen Anströmkante und das Ganze wird hier jetzt beim 1100er mit einem Stabi in 200 Quadratzentimetern kombiniert. Wir sind jetzt das System ungeschimmt gefahren. Das hat bei uns von der Stabilität ausgereicht. Man kann aber 1 oder 2 Grad hier schimmen. Das ist immer mit dabei gelegt, die einzelnen Plättchen. Dazu haben wir das System halt kombiniert mit der 68er Carbon Fuse. Es gibt aber auch eine gleichwertig hochwertige 66er Aluminium Fuselage, die dann insgesamt etwas günstiger ist. Die Einpassung der Frontflügel und auch die Übergänge Fuse zu Mast und alle Bauteile sind sehr gut miteinander passend und lassen sich ganz einfach montieren. Verschraubt wird hier dreifach mit Torque im Mast-Fuse-Bereich und auch im Frontflügelbereich. In der Kombination haben wir hier den 82er Carbon-Mast gewählt. Die Base ist komplett fix mit dem Mast verbunden. Und wir haben ganz normale Lochaufnahmen versenkt halt für die Montage in den Trackschienen. Von der Fahrerseite haben wir den Carve 2 mit Körpergewichten von 70, 85 und 97 Kilo getestet. Im heutigen Vergleich solcher drehfreudigen Flügel für Welle und Freestyle, also auch zum Springen, ist das Aufstiegsvermögen wirklich sehr leicht. Auch im Vergleich zum Vorgänger hat sich hier beim 1100er, wir haben für euch vorher den 1150er Carve getestet, 2 Jahre zuvor, und da war das Aufstiegsvermögen gut und das ist exakt gleich geblieben. Das heißt, ein wenig aktiver Anpumpvorgang sollte hier schon von der Technik dem Fahrer oder der Fahrerin inne sein. Insgesamt liegt, wie gesagt, halt der Bereich der Geschwindigkeit, wo der Flügel angeströmt wird, komplett wirklich vergleichsweise im unteren Bereich. Duoton-Foils stehen im Allgemeinen für Kontrolle und Stabilität und einfaches Abrufen der Fahrleistung, und das gleiche gilt auch für den Carve 2, der sich insgesamt halt neben seinen Fahrleistungen und Eigenschaften doch auch durchweg insgesamt gutmütig zeigt. Der Flügel ist insgesamt sehr neutral auf unterschiedlichsten Boards von 50 bis 85 Liter Volumen. Ließ sich sehr schnell ein neutraler Trim finden, der zumeist halt in der Mitte der Trackbox angesiedelt war. Je nach Geschmack kann natürlich halt mit etwas weiter nach vorne schieben der Vorfußdruck erhöht werden und je nach Wellenhöhe, was man halt so selber fahren möchte und kann. Wo wir einen deutlichen Unterschied zum Vorgängermodell festgestellt haben, ist insgesamt in der Geschwindigkeit. Der Carve 2 ist von der Beschleunigung deutlich besser als das Vorgängermodell und der Flügel erreicht halt sofort eine wesentlich höhere, also wirklich spürbar höhere Endgeschwindigkeit, und man merkt, dass hier die Agilität und Geschwindigkeit passt jetzt einfach nochmal ein Tickelchen besser zusammen, und das Ganze ohne dass dabei die Kontrolle oder das notwendige Fahrkönnen erhöht werden musste. Schauen wir an dieser Stelle auf den Gleit des Flügels. Der fällt im Vergleich gut aus. Klar,
gestreckte High-Aspect-Flügel können hier noch mehr Leistung sozusagen produzieren. Aber in Kombination, was jetzt so einen so drehfreudigen Flügel angeht wie den KF 2, da ist der Glide dann wirklich sehr gut. Dazu kommt, dass er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit einfach auch einen Teil des geringeren Glides kompensieren kann. Er braucht insgesamt wenig Energie, um eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Und er hat dazu auch noch in schwierigen Situationen doch recht geringen Stall-Speed, also diese Gutmütigkeit. Und das macht ihn halt wirklich zu einem ganz ausgezeichneten Partner in der Welle, auch bei kleinen Bedingungen. Und kommen wir nochmal zurück zum Anwendenkurs. Da hat der KF 2 auch spürbar bessere Leistung als das erste Modell des KF. Und wem das noch nicht reicht, der kann bei Duoton das Ganze auch als D-Lab kaufen. Da wird der Frontflügel ist halt ein Teil der Fuse oder die Fuse ein Teil des Frontflügels. Das ist alles nochmal etwas steifer. Und es gibt nochmal einen dünneren Carbonmast, was zusätzlich die Anwendleistung und auch den Speed nochmal insgesamt verbessert. Allerdings wird der Geldbeutel auch dann wieder ein bisschen leichter. Zurück zur SLS-Variante, also der normalen für Voll-Variante in Carbon. Da haben wir einen sehr großen Bereich der exzellenten Kontrolle, ob langsam gefahren, ob schneller gefahren, ob kleinere Wellen, höhere Wellen. Das ist in dem Fall alles einfach und gut zu kontrollieren, da der Flügel, wie gesagt, ein schönes Feedback hat, aber nicht einloggt. Und das sorgt für ein wirklich sehr harmonisches Fahrfeeling. Im Portfolio bei Duoton steht dann als zweite Disziplin neben der Welle natürlich Springen als optimale Disziplin auf dem Programm für den KF 2. Und das macht er ganz exzellent. Er hat hier aufgrund einer sehr hohen Geschwindigkeit, eines super leicht zu lösenden Flügels, kriegt man hier einen exzellenten Pop aus diesem Flügel. Und die Anströmung, wenn man wieder landet, wie er dann halt aus dem Wasser rauskommt, das ist halt derartig einfach. Und wie gesagt, die Strömung ist sofort beim Eintauchen wieder da. Man hat hier kein Abbremsen, kein Verzögern. Das geht in einem Fluss einfach so weiter. Und das macht die Sache hier wirklich auch zu einem perfekten Sprung- und Freestyle-Flügel. Und kommen wir nochmal zum Welleneinsatz. Der KF 2.0 ist ein Flügel, der mit einer wirklich extrem engen Drehfreude aufwartet. Auch im Vergleich zu anderen Modellen im Markt gehört das hier absolut zur ersten Spitzenklasse. Aber vom Stil möchte man halt auch etwas dichter am Face gefahren hier, engere Turns fahren, was natürlich aufgrund seiner Charakteristik sehr leicht geht, sehr kontrolliert, sehr einfach. Man braucht hier kaum irgendwelche Skills. Alles geht schon wirklich recht einfach, ohne irgendwelche Nervosität oder irgendwelche Überraschungen zwischendrin. Auch wenn der Flügel mal an der Spitze ventiliert, mal kurz breacht, dann ist die Strömung sofort wieder da, wenn er eintaucht. Also das geht alles ganz soft ineinander über, ganz butterweich und ist halt wirklich absolut stressfrei. Dieser Flügel ist einfach stressfrei. Also Duoton erfüllt da sein eigenes Portfolio zu 100%. Die Beschreibung, auch selbst auf der Webseite, kann man nur sagen, ist wirklich gut gelungen. Er ist fast sportlicher beschrieben, als er eigentlich in Wirklichkeit ist, weil er, wenn man ein mittleres Fahrkönnen erreicht hat, also sicher Wände und Halse fahren kann und geradeaus fahren kann, dann ist der Flügel hier völlig unproblematisch. Man hat bei einer Größe von 1100 einen super Around-Flügel für ein Körpergewicht von 80-85 Kilogramm, aber er braucht auch nicht so viel Kraft, sodass halt auch jemand, der mit 65, 70 Kilo in der Größe
damit unterwegs ist, hat jetzt auch noch keinen Flügel, der ihn in irgendeiner Weise behindert. Klar, der würde dann wahrscheinlich eher zum 850er greifen oder derjenige, der sehr schwer ist oder in sehr böigen Bedingungen unterwegs ist, der wird dann halt vielleicht auch zum 1430er greifen. Und da wir diese Flügel auch teilweise im Team selbst benutzen, können wir auch bei den Größen 850 und 1430 versichern, wir haben hier wirklich die absolut identischen Fahrleistungen zu dem hier im Test dargestellten 1100er. Zum Schluss bleibt einfach nur, es ist ein perfekter Flügel für Freestyle und Welle, für Leute, die eine wirklich sehr enge Drehfreude schätzen und auf ein klitzekleines bisschen an Gleit verzichten können. Also lieber halt eng am Face, engere Turns fahren. Und wer halt enge Manöver machen möchte und wer halt jegliche Form von Sprüngen zelebrieren kann und möchte, für den ist es genau das Richtige. Und angesichts der wirklich hochwertigen Qualität und Robustheit der Verarbeitung und der Konstruktion ist hier auch in naher Zukunft kein Schaden zu erwarten. Alles in allem halt wirklich ein echt Spitzenteil und von unserer Seite aus sehr empfehlenswert.